So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir so ein heikles Thema. Ja? Leidenschaft. Ach so. Jetzt wollen wir über Leidenschaft diskutieren. Irgendeiner räuspert sich, ne? Im Bud Spencer und Terence Hill Film, und Terence Hill sagt, da ist das Asthma oder Leidenschaft. Ja, genau. Ist das Kunst oder kann das Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, was denn Leidenschaft? Was soll das hier? Was hat das denn mit Spielen zu tun? So, ja, geht darum, 8 Stunden am Tag arbeiten gehen, habe ich hier hingeschrieben. Wer kennt das nicht? Industrieprogrammierer macht es wegen des Geldes und der Gamer-Programmierer, der macht es des Geldes wegen. Das ist der Unterschied. Frei nach Johann König. Oder doch? Wegen was anderem? Hm? Was steckt dahinter? Ist ja vielleicht doch noch ein bisschen was anderes als nur das Geld. Da geht's um Leidenschaft in dieser Sendung. Ja? Und wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt, wie die das so sehen. Industrieprogrammierer oder Game-Programmierer. Was glaubst du, wer verdient mehr und warum? Und die haben Folgendes gesagt. Es gibt ja jetzt mittlerweile immer diese Werbung, Oma hier, ich wäre Game Designer, Game-Programmierer und verdiene bis zu 75.000 Euro im Jahr. Das macht mich ein bisschen nervös jetzt mit meiner Aussage, aber ich würde immer noch sagen, ein Industrieprogrammierer verdient mehr, weil die Industrie an sich, ich denke, da noch mehr Background hat und mehr Investoren da noch viel höhere Geldsummen reinpumpen als in die Gaming-Industrie und dadurch die Löhne dort noch ein bisschen höher ausfallen können, auf jeden Fall. Ich glaube, die Game-ProgrammiererInnen, weil ohne die wird es nicht funktionieren, denke ich. Ja, Ich denke, dass es der Industrieprogrammierer ist, weil der braucht ja auch einen gewissen Ausgleich zu seinem total öden Job. Nee, das ist jetzt auch übertrieben. Natürlich macht auch sowas Spaß. Aber ich glaube auch, dass beim Spieleprogrammierer oft mehr so eine Passion im Hintergrund steht und auch die Firmen, die diese Menschen beschäftigen, das ein bisschen ausnutzen und sagen, okay, die Arbeit macht dir auch so viel Spaß und du würdest es ja auch in deiner Freizeit vielleicht machen. Insofern zahlen wir vielleicht nicht ganz so viel, können dir aber dafür diesen Bonus bieten. Ich glaube, der Industrieprogrammierer kommt jetzt auf die Industrie an. Also wenn du jetzt wirklich einen Softwareentwickler nimmst von großen Firmen, keine Ahnung, Google, Adobe, Facebook, hast du nicht gesehen, oder auch, reicht ja auch kleiner, also oder Aux Money oder sonst irgendwo. Ich denke, die verdienen schon noch mehr als ein Game-Programmierer. Ich mag mich täuschen, also korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass Industrieprogrammierer mehr verdienen und Programmiererinnen, wenn es jetzt nur um das Gehalt geht. Das ist schon definitiv so. Das ist kein Glaube, das weiß ich. Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Da stecke ich so nicht drin in der Materie. Tja, wir können ja dieses Mysterium mal auflösen. Also in der Industrie verdient man mehr. Das ist so, ne? Also Industrie meint damit eben nicht in der Games-Branche. Ja. Wir sind natürlich auch eine Industrie, ist klar, ne? Ja. Aber man kann ja auch irgendwo bei, großen Technikkonzernen oder sowas arbeiten. Gerade wenn man Programmierer ist. Programmierer ist ein sehr begehrter Job. Ja. Und wenn man das macht, dann verdient man schlicht und ergreifend mehr Geld, als wenn man Spiele macht. Ja, wir werden oft gefragt, ja, wie hast du das denn programmiert? Da sage ich immer, ich überhaupt nicht, ich kann gar nicht programmieren. Ja gut, ich kann skripten, das ist auch C++, das, was wir machen, aber so richtig von diesen Engine-Programmierungen und dieses ganze mathematische Zeug habe ich wenig Ahnung. Auch wenn ich Physik und Chemie studiert habe, bin ich kein Programmierer. Ich könnte in der Industrie mich jetzt nicht als Programmierer einstellen lassen und sagen, hier, ich habe es drauf. Dann würden die sagen, sagen Sie mal, ne? Und dann würde ich voll verkacken, weil ich von diesen ganzen Abläufen, ich kann es mir vorstellen, klar, ich mache den Job schon über 20 Jahre, aber richtig programmieren kann ich nicht. So, aber Programmierer sind begehrt. Bei uns gibt es 12 Programmierer mittlerweile. Ne? Und unser Laden ist 35 Leute groß. Macht dann der Rest? Naja, der Rest der Leute macht das Spiel. Und ein Teil machen auch die Programmierer. So.
Ne, da müssen Püppchen gebaut werden, da müssen Landschaften gebaut werden, da müssen Geschichten erzählt werden, da muss Gameplay erfunden werden, Game Design gemacht werden, da müssen Sachen skizziert werden, da müssen Sachen getestet werden, also das Spiel muss gemacht werden. Es ist nicht nur Programmierung. Ne? Selbst innerhalb der Programmierung muss ich das erstmal raffen, wer macht da eigentlich was. Am Anfang habe ich gar nichts verstanden. Ich meine, du kannst skripten. Ja. Ich kann nur Skripte kopieren, die jemand anders schon geschrieben hat. Mach ich auch nicht anders. Also das ist ein bisschen mehr als ich kannst du da in der Richtung schon. Ja. Und die Programmierer, also es gibt halt wirklich diese Programmierer, die zum Beispiel Gameplay mitprogrammieren oder die GUI mitprogrammieren, dass du quasi das HUD überhaupt vernünftig bedienen kannst oder das, wie du zum Beispiel laufen, springen, kämpfen kannst und solche Sachen. Das muss ja alles irgendwie programmiert werden. Aber es gibt dann auch die Engine-Programmierer zum Beispiel, die irgendwie im Herzstück selber rumwühlen irgendwie. Da raff ich gar nichts Engine, mehr. Ja, was die machen. Ne? Und das ist ja mathematisch halt, ja. Ja, oder so Grafikprogrammierer, ne, auch super beliebt momentan gerade, ne? Also wenn da draußen irgendeiner ist, ihr habt die freie Wahl. Das ist tatsächlich so eine Sache, wie macht man das denn zum Beispiel mit volumetrischer Beleuchtung oder irgendwelchen Kram und solchen Dingen, die irgendwelche neuen Features, die mit reinbekommen. Es reicht ja nicht, dass irgendwie steht, aha, dass die Engine kann das, sondern das muss ja auch irgendeiner so machen, dass es am Ende im Spiel gut aussieht. Und wie funktioniert das? Das muss jemand gelernt haben oder beziehungsweise zumindest das Know-how haben, sich sowas anzueignen, um das dann irgendwie umsetzen zu können. Und das ist schon tiefe Materie, ne? Ja. So, und warum ist es in einer Games-Branche üblich, dass da nicht so gut gezahlt wird wie in der Industrie? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist begründet in der Historie von Games. Damals gab's halt irgendwelche Leute, die sich in der Garage in ihrer Freizeit gesammelt haben. So, ich sage immer Garage, damit meine ich einen Raum, der jetzt nicht unbedingt gebraucht wird, ja, der umgebaut wird zu so einer Art Homeoffice oder sowas, ja, das meine ich damit. Und da haben die sich dann getroffen und haben dann irgendwas zusammengeprutscht, ne, aus Leidenschaft, weil sie da Bock drauf hatten, so, ne. Und kann man davon leben? Mittlerweile ja. Ne? Aber damals konnte man das nicht unbedingt. Da hatte man vielleicht auch mal Glück oder so. Es gab ein paar Größen kennen wir, ja. So jemand wie Bill Gates oder so, der hat da sehr früh schon irgendwie dann auch professionell gemacht, solche Dinge, ja. Also auch Applikationen programmiert oder so ein Zeug, ne. Das ist natürlich so, dann erwuchs daraus, sag ich mal, jetzt eine ganz frühe Kultur, ne. Programmiererkultur, die dann auch Games machte. Irgendwann und das ist halt irgendwie der Preis immer gewesen, dass man dafür dann halt irgendwo seine Freizeit geopfert hat. Und aus dieser Historie heraus ist es so, dass sich ein gewisser Tarif oder ein gewisser Lohnspiegel entwickelt hat, der immer ein bisschen unter dem ist, was man in der freien Marktwirtschaft oder in der freien Industrie bekommt. So, das heißt also, wenn einer zu uns kommt, dann muss derjenige schon Bock haben, Computerspiele zu machen. Also, das hört sich ja irgendwie unfair an. Jemand, der irgendwie, keine Ahnung, in der Industrie arbeitet und irgendwelche Apps programmiert oder sowas, ja, dass der mehr Geld bekommt, tendenziell. Aber es geht halt darum, was du da machst, ne? Das heißt also, tendenziell ist vielleicht das, was wir machen, halt vielleicht ein bisschen spannender oder für jemanden, der Geschichten mag oder Games mag oder so, vielleicht irgendwie spielerisch schöner, wenn man Gameplay programmieren kann oder so. Oder jemand, der so Grafik programmiert, vielleicht eher so auf Ästhetik steht und so weiter. Das gibt's auch alles in der Industrie, nicht falsch verstehen oder so. Aber es ist halt so, tendenziell ist es so, dass wir als Games-Programmierer, dass bei uns sehr viel Spaß im Vordergrund steht. So, ne? Dass wir halt irgendwie Spaß an der Arbeit haben wollen und das dann auch kultivieren. Und dass das dann funktioniert, vor allem als kleine Bude oder so, dass wir dann nicht irgendwie so elendig lange Kosten, weil hat man ja auch mal irgendwie Zeiten, die man überschreiten muss und so, ne? Dass man sagt, okay, man ist noch nicht fertig geworden, man hängt noch irgendwie 2-3 Monate dran und so und dann guckt man in den Kühlschrank, ne? Da muss ja auch irgendwann Happa rein und so weiter, ne? Dass man als Firma sich dann sagt, okay, wir gönnen uns jetzt nicht irgendwie die Mördergehälter, ja? Sondern sagen, okay, wir machen das so, dass wir da gut von leben können und sehen das als Teil unserer
unseres Lebens, wie wir gerne leben möchten, womit wir uns tagtäglich beschäftigen möchten. Aus Leidenschaft eben. Passion Rules, das ist das Thema dieser Sendung. Und so würde ich das erklären. Sehr viel Sätze gebraucht dafür, sehr kompliziert, um dann nicht irgendwie einen falschen Hals zu kriegen. Wahrscheinlich werde ich jetzt bombardiert mit Kommentaren, so, das stimmt doch alles nicht oder so, aber wir empfinden das so als Game-Programmierer, als Developer, dass sich das lohnt, ein Spiel zu entwickeln. Auch für seinen, sag ich jetzt mal, für seine Leidenschaft halt. Das ist für uns irgendwie sowas wie Lifestyle. Wir finden das toll, dass wir Computerspiele machen dürfen. Ja gut, da fallen mir 2 Sachen zu ein. Erstens, ein Programmierer, der wird aufgrund seiner Vorerfahrungen, seines Know-hows und dass ein Part ist, den man in der Regel vorher vielleicht gelernt haben sollte, sonst kann man da ja nicht viel reißen, immer noch mit am besten bezahlt wird, auch innerhalb der Games-Branche, in Relation zu den anderen Bereichen. Ja. Ja, also Programmierer, da kann man grundsätzlich ja gar nicht viel falsch machen. Im Spiel, ja, wenn man bei Spielen arbeitet, ist es tendenziell etwas weniger trocken. Das ist gerade, was du ausgeführt hast. Und ja, auch der Markt regelt halt. Markt regelt, das ist die andere Seite, die du gerade ausgeführt hast. Wenn du irgendwo beim Großkonzern arbeitest und die verdienen dann auch entsprechend oder haben höhere Gewinne, dann ist es auch leichter natürlich, diese dann eher an die Leute abzugeben. Und bei uns, wenn du es erst klein anfängst irgendwie, das ist gerade in Richtung die ganzen Indies, die sich jetzt neu gründen oder so, die müssen echt aufpassen. Das ist nicht so einfach. Wenn man sich erstmal etabliert hat, okay, dann kann man gucken, in welcher Mitte finde ich mich denn, dass es jedem gut geht. Aber am Anfang, da muss man auch ein bisschen kämpfen. Wenn man keinen Publisher an der Seite hat, der irgendwie erstmal die ganze Finanzierung übernimmt oder so, dann ist das wirklich eine Milchmädchenrechnung. Wie schnell bin ich? Wann kommt Geld wieder zurück? Wie viele Mitarbeiter kann ich mir eigentlich leisten? Was können die denn tatsächlich bringen? Kauft das derjenige dann auch, der das Spiel kaufen soll? Habe ich meine Zielgruppe erreicht und solche Sachen? Und das muss man sich genau ausrechnen, damit man da am Ende quasi nicht vor dem leeren Kühlschrank steht. Und da regelt halt auch der Markt so ein Stück weit in der Games-Branche mit die Gehälter, würde ich auch sagen. Also Leidenschaft ist ein hohes Gut unter Developern, das zu tun, worauf man Bock hat, auch wenn es mal Durststrecken gibt und man sagt, da muss ich jetzt aber durch diesen Kanal, ich muss jetzt halt repetitive Arbeit machen, immer normal und so, das ist halt auch nicht so einfach. Wie erhält man sich das, habe ich mal aufgeschrieben. Das heißt, wie erhält man sich die Spaß am Arbeiten, weil auch wenn du Games machst, es gibt halt doch Sachen, da gewöhnt man sich schnell dran und dann ist es auch irgendwann auch sehr nervenaufreibend. Man wird auch sehr schnell bewertet, gerade wenn man Developer ist. Das heißt, irgendwie jeder heutzutage bewertet, Auch wenn einer irgendwie Dienstleister ist oder sonst irgendwie sowas. Du kriegst im Internet ja irgendwelche Rezensionen oder so, oder ein Hotel oder ein Restaurant wird auch bewertet im Internet und so weiter. Das heißt, das macht ja vor keiner Branche Halt. Das ist ja so, und wie erhält man sich die Leidenschaft? Ja, das ist echt eine gute Frage. Hat eng damit zu tun mit Kreativität, sich die Kreativität zu erhalten. Hat damit zu tun, dass man auch mal Urlaub von sich selber macht, dass man mal sich inspirieren lässt, dass man viel mit Menschen redet, die auch mal andere Perspektiven sehen, dass man sich sagt, okay, da habe ich Bock drauf, dass man nicht das Gefühl hat, man macht immer dasselbe, dass man auch mal seinen Horizont erweitert und sich um Bereiche bemüht, sich weiterbildet. Um dann mal reinzuschnüffeln in irgendwie, als Beispiel, ich bin Story-Designer oder so, und habe zum Beispiel nie animiert. Da könnte ich jetzt mich in Animationen einarbeiten, wenn ich da Bock drauf hätte. Oder ich bin ein Programmierer und möchte gerne ein bisschen, keine Ahnung, mehr mit Level-Design zu tun haben oder so. Dann packe ich halt mal schmeiße ich mal ein paar Objekte in die Welt und versuche mich da oder solche Dinge, dass man sagt, okay, ich baue mal eine kleine Mini-Location, probiere mich da aus oder solche Dinge. Und diese Sachen, die ermöglichen wir bei uns in der Firma. Dass wir sagen, okay, wenn da einer, das Wichtigste ist, dass das beim Erstellen Spaß macht, weil dann macht das Spiel auch Spaß am Ende des Tages. Eine ganz einfache Rechnung. Und wenn einer die Leidenschaft entwickelt, tatsächlich sich darin irgendwie zu
entwickeln. Es gab auch die Mario Röske ist zum Beispiel so jemand, ja, der eigentlich aus dem Leveldesign kommt. Der hat damals gemodelt als 3D-Modeler und hat unsere Welten gebaut, hat Gothic dabei und ist mittlerweile Programmierer, ja, und kümmert sich um Datenflow und irgendwelche Sachen da und programmiert uns Tools und ist verantwortlich für den Editorbereich und so weiter. Der hat komplett gewechselt. Der hat mit Levelbereich und mit Ausstaffieren der Welt überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, der hat sich über 20 Jahre hin zum Programmierer entwickelt. No? Also für jemanden wie euch, die jetzt vielleicht irgendwie, gut, einige von euch entwickeln vielleicht selber, andere nicht, ist das häufig auch so ein Phasending, finde ich. Also es gibt so Phasen, da habe ich irgendwie Bock auf Western. Es gibt so Phasen, da habe ich Bock auf Grusel. Und diese Phasen irgendwie so ein Stück weit mitzunehmen, hilft mir auch sehr, Leidenschaft zu entwickeln für das, was ich gerade mache. Und das nicht unbedingt jetzt in Sachen irgendwie Setting oder Genre, sondern auch in so Sachen, dass ich mir Inspiration hole an der Stelle, wo ich gerade irgendwie an einer anderen Stelle Leidenschaft für entwickle. Das kann so sein, wenn ich mich zum Beispiel mit anderen Entwicklern auseinandersetze und die frage, hör mal, ich spiele zum Beispiel total gerne Adventure, hör mal, wie hast du das denn gemacht irgendwie? Und dass dann so kleine Elemente ins Spiel einfließen. Oder indem ich sage irgendwie, ja, ich möchte jetzt aber einen Charakter machen, der irgendwie so ein bisschen unheimlich ist. Wie kann ich das denn machen? Welche Mittel? Und dann gucke ich mir irgendwie einen Horrorfilm an oder lese mir einen Krimi oder sowas in der Art, um zu gucken, welche Elemente man davon nehmen könnte. Das heißt, diese Inspirationsgeschichten helfen auch sehr, Leidenschaft hochzuhalten und zu sagen, ich gebe dem Ganzen jetzt an einer bestimmten Stelle also so einen kleinen Schlag und mache dann irgendwie wieder was Besonderes. Und das Coole für einen Spieler da draußen ist dann an der Stelle, dass Sachen abwechslungsreicher sind, wenn sie euch begegnen. Gerade in so einer großen Open World irgendwie möchte man immer gerne Abwechslung, ne? Das schlägt uns auch oft entgegen, so dass man dann guckt, wie kriegen wir die denn da rein und am besten durch etwas, wo ich jetzt selber Bock drauf hätte. Und dann merkt man, da kommt Vielfalt ins Spiel. Die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, muss man das haben? Muss man Leidenschaft haben, wenn man bei Piranha Bytes arbeiten will? Ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Man muss da Bock haben drauf. Ne? Und ich habe mal gehört, hier Games so ganz cool sein. Aber ich glaube, ich arbeite mal bei euch so ein bisschen so, ne? Ja. Wenn einer so ankommt, dann denkt mir so, naja, kannst du auch was anderes ausprobieren, ne? Vielleicht hast du da mehr, entwickelst du mehr Leidenschaft, ja, im Vorstellungsgespräch so. Also das merkt man ziemlich schnell, ob da einer Bock drauf hat oder nicht, ne? Das Problem ist bei uns ja auch das, was du gerade gesagt hast, du hast ja nicht irgendwie jemanden, der nur für eine Fleißarbeit stumpf irgendwie 3 Jahre lang zuständig ist. Ne? Das finden wir nicht attraktiv und es ist auch von der Dynamik her so nicht gewollt. Ja. Das heißt, jeder soll eigentlich auch gerne machen, was er da macht. Und dann ein bisschen die Freiheit haben, sich auch ein bisschen was auszusuchen, weil dann wird das Ergebnis in der Regel auch besser. Man merkt eigentlich dem Spiel schon an, wenn eine Sache Spaß gemacht hat oder nicht beim Entwickeln. Und weil vorher habe ich im öffentlichen Dienst gearbeitet und da ist alles super stark durchstrukturiert. Und es gibt dann eine starke Hierarchie und es gibt ganz bestimmte Zeiten, zu denen ganz bestimmte Dinge stattfinden irgendwie und dann muss man nicht sehr viel selber denken, man muss aber gut funktionieren. Und bei uns ist es genau das Gegenteil. Also du hast viel Freiheiten, aber dafür auch viel Verantwortung, dass dein Teilbereich dann auch fertig geworden ist und dass der dann auch gut ist, funktioniert irgendwie. Und alle sind bereit, das dann auch gegen zu testen oder sowas, keine Frage. Aber zumindest, dass man dann die Eigenverantwortlichkeit fühlt für das, was man da gerade macht, das bedingt schon oft so ein bisschen Leidenschaft, ja. So. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Passend zum Thema fragt hier einer, der Björn, ist der eigentlich der Chef oder der Gründer von Piranha Bytes? Muss ich so ein bisschen lachen. Der ist, ich bin der Suppenkasper. Der ist mein Chef, aber die Hierarchie bei uns ist halt flacher. Sehr flach, ja. Also ich bin Vision Keeper, ich bin Project Director, habe ich mich mal genannt. Mittlerweile nenne ich mich Creative Director, weil es passt besser. Ich lege den Grundstein, ich mache das Weltdesign, kümmere mich um die Hauptstory und die Gefährten, mache Musik und Sound fürs Spiel, mache Öffentlichkeitsarbeit, so kann man das abreißen. Und ja, man kann mich als Chef bezeichnen, als
Chef oder irgendwie sowas. Ja. Da gibt's noch einen weiteren, das ist der Michael Rüwe. Der ist die Geschäftsleitung. Der kümmert sich um die ganzen Sachen, die mit Büroarbeit zu tun haben, also Verträge, Lohnzahlungen, ne? Und sein Name steht auch immer als der Geschäftsleiter dann immer drüber. So Managing Director nennt man das so, ne? Und das ist so eine Aufteilung und er macht beispielsweise auch die IT bei uns, ne? Weil jeder von uns muss mehrere Jobs machen. Er kümmert sich drum, dass unser Intranet funktioniert. Er kümmert sich darum, dass wir Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt haben, die bei uns auf den Servern laufen. Er kümmert sich um die Server. Ne? Die sind physikalisch auch bei uns. Ne? Wir machen es ja nicht übers Netz oder so. Das heißt, das machen wir alles selber. Das macht er selber. Und er stellt uns auch alle Rechner zusammen, baut uns die zusammen und so weiter. Das heißt, jeder hat so sein Steckenpferd. Cooler Typ. Ne? Mit dem Spiel selber hat er wenig zu tun. Da bin ich wohl eher der Häuptling, Suppenkasper, was auch immer. Es gibt vielleicht so 2 Ebenen. Also Björn ist mit ein paar anderen, also auch seit Gothic 1 mit dabei, während ich erst irgendwie 2008 dazu kam. Das war während der Entwicklung von Risen 1. Ne? Also das heißt, mit Gothic habe ich nichts zu tun. Ich habe es aber ganz oft gespielt damals. Das haben wir alle. Ja gut, aber du hast es mitentwickelt, ich nicht. Und dann gibt es halt auch noch so eine Sache, dass wir also Björn ist Creative Director, aber es gibt für jeden Bereich, also Levelbereich, Programmierbereich und so weiter, auch noch einen Bereichsleiter, der jeweils für seinen Bereich zuständig ist. Also es gibt schon eine Hierarchie, aber wie gesagt, die ist sehr flach. Also die Sachen werden dann regelmäßig miteinander besprochen, wer was macht und wann was fertig sein muss, zu welchem Zeitpunkt, damit am Ende natürlich auch ein Spiel entsteht. Und Game Design machen wir auch irgendwie gefühlt fast alle, irgendwie 1/3 des Teams so. Ne? Für unterschiedliche Bereiche. Für ganz unterschiedliche Bereiche, ja. Ja, ist richtig. Gut, hoffentlich beantwortet das die Frage und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Schweine im Weltall. Nein, Piranha-Becken TV. Macht's gut. Bis dann. Ja, den Spruch habe ich da geklaut beim Muppet Show, ne? Ach so. Ja, aber ich glaube, das war irgendwie die Muppet Klinik oder so, ne? Keine Ahnung. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn der Doktor sagt, so, guck mal hier, hast du den Schinken gesehen, der gerade rausgelaufen ist? Ach, kann man so.